Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem kleinen Tutorial möchte ich dir zeigen, wie du diese Hover-Animation erstellst. Das Ganze diesmal gar nicht mit GSAP umgesetzt, sondern eine reine CSS-Animation. Ich stelle dir den Code dafür in der Videobeschreibung bereit. Ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, starten wir wieder direkt rein. Okay, ich befinde mich hier im Footer-Template von dieser Webseite und wir müssen uns jetzt für das Tutorial nur auf dieses Nav-Nestable konzentrieren. Hier kommt gleich der Code rein, aber zunächst gebe ich dem eine Klasse, damit ich das Ganze vielleicht bei anderen Elementen nochmal wieder benutzen kann und nenne es Parent Hover. Zusätzlich müssen wir dann jedem Nav-Link die gleiche Klasse geben. Ich habe das Ganze schon gemacht. Hover Opacity Child, so wie es auch im CSS-Code gleich wieder zu finden ist, und können im nächsten Schritt hier dem Nav-Nestable den CSS-Code reinkopieren. Heißt, hier vom Parent-Element kopiere ich mir hier rein und wir gehen einmal kurz durch, was das Ganze hier überhaupt sagt. Zunächst einmal, dass das Ganze nur auf Desktop-Bildschirmen ausgespielt werden soll. Und hier befindet sich dann der Code, der mir sagt, dass sobald ich mein Nav-Nestable hover, hier die Opacity von jedem Child-Element auf 0,4 geht. Und dieser Teil beschreibt dann oder sagt, dass sobald ich das Nav-Nestable hovere und im Anschluss einen Link hovere, die Opacity dann auf 1 wiederum geht. Das ist der Code und zusätzlich müsstest du hier im besten Fall noch eine Transition festlegen. Hier ist das Ganze jetzt ohne Transition und dafür ist hier dieser zweite Code. Den fügst du hier rein und dann haben wir hier die Animation, die bereits funktioniert. Ich speichere mir das Ganze, schaue mir das nochmal auf der Live-Seite an. Und sehe, das Ganze funktioniert wunderbar. Kann mir dadurch, dass ich jetzt hier meinem Parent diese Klasse gegeben habe, das auch für andere Elemente auf der Webseite noch nutzen, muss dann einfach nur die Klasse einfügen und jedem Child diese Klasse mitgeben. Ja, das war's mit dem Tutorial. Würde mich freuen, wenn das Ganze vielleicht für dein Projekt nützlich war, du es umsetzen kannst und würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist und sagst ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.